Hallo, hallo. Diesmal bei Wohlwort, mein Rundgang. Dachte ich, zeige ich euch. Hab da echt interessante Sachen, coole Sachen entdeckt. Neue für mich, würde ich sagen. Ne? Sogar Krepppapier, guckt mal. Wow. Ganze Packung und ne? Viele Farben. 10 Stück, ne, warte mal, 14 mal 10 Zentimeter mal 2 Meter. 14 Stück, ne? 2 Euro. Sehr gut, ne? So ein minimaler Vorrat, wenn es zum Einsteigen wäre auch gut. Ja, ich das entdeckt hier. Ja, war nur ein Pack so, diese Sortierung. Hab dann noch durchgeguckt. Ja, nur eine Variante. Ja, und weiter habe ich da noch solche Werkzeuge noch entdeckt. Ist doch schön, ne? Cool. Voll cool. Pinsel, 5 Stück. 3 Euro. So, wow, ne? So ein Wow-Effekt. Und da habe ich noch was Interessantes entdeckt. Ist auch so ein Bastelwerkzeug, steht. Modellierzubehör. Aber das sind Spitzen. So wie Pika, ne? Voll gut. 1 Euro. Und da hat man gleich 2 Stück drin. Ich glaube, das ist echt neu. Und da hat man noch an der Seite noch so ein Spatel, ne? Richtig gut. Und auch weitere noch. Das ist auch hier zum Modellieren und zum Prägen. Die andere Seiten, Spitzen, ne, sind ja da mit kleine Kugelspitzen. Ne? Ja, die gibt es auch bei Teddy. Sowas, aber dachte ich, ja, zeige ich mal. So weiteres Werkzeug, ne? Ja, dann habe ich noch wieder mal dieses Schaumstoffklebeband, aber dieses, ne, bin wieder rüber. Das war so ein schönes Teil, so eine Aufbewahrung, ne, in der Form. Wow. Ja, zurück. Meter, ne? 9 mm breit, 1,50. Dieses extra starke Sticky Tape, ne? Dieses. Und die gab es mal auch bei Action, ne? Solche Doppelpäckchen. Und da, ja, stolze 1,50, ne? Ja, ist auch neu, glaube ich. Diese Schmetterling-Box, weiß ich nicht, hatte ich sie schon mal gezeigt oder nicht. Auch schön, ne? Mal was sortieren oder verschenken mit was. Und da, die haben auch noch Thema Diamond Painting, ne? Zubehör ist ja jetzt echt überall jetzt aktuell. Und die haben jetzt auch solche noch, Doppelschiffchen mit so einem Einleger. Und dann das untere hat dann so eine Ausgießöffnung, ne? Solche Teile gibt es auch bei Teddy, ne? Und hier gab es wieder mal neue Stempel, Holzstempel-Sets. 4er Pack. Ja, 2,50. Ja, so. Viereckige Gummistempel auf Holz, ne? Klötzchen. Ich habe da 3 Varianten doch noch entdeckt. Unter anderem musste da erstmal sortieren.
Genau, jetzt das Baby Girl, Baby Boy, Baby, auch schön, ne? Das braucht man manchmal, und die Schrift, die ist gar nicht so klein. Da suche ich noch weiter und habe da noch ein drittes Stempelset entdeckt. Schwierig da mal ranzukommen. Aber es wird noch, hoffe ich doch, zu sehen sein. Ja, da versuche ich das so einigermaßen mal ins Licht zu bringen. Ja, jetzt kann man sehen, naja, so sieht das dritte Set auch noch aus, ne? Ja, kommt immer mal was, ne? Und das ist auch was Neues, aus Nähkarten. Nähen, ne? Solche 48 Stück sind das, aber wow, ne? 10 Euro ist schon. Ja, und das ist ein dicker Pack, und da ist schon alles vorbereitet, auch die vorgelocht oder perforiert, wie das heißt, ne? Solche Sets von Folia, glaube ich. Da sind auch daneben auch noch andere Stickkarton, Studio by Set. Ja, da ist sowas. Basic heißt es wohl. Ja, und ist alles wohl komplett, ne? Drinnen. Auch Anleitung sozusagen, und da noch eine Variante. Ja. Ja, es hat schon Spaß gemacht. Ich habe mich da umgeschaut. Hier auch so ein Set ist neu, 3,50. Kerzenfolie inklusive Kerzen. Ne, 3 Euro. Ne, auf der Seite steht, die Deutschpreise sind weniger, ne? Ja, guckt mal, wie viel. Diese Wrap-Ons sind es ja wahrscheinlich, würde ich sagen, ne? Und 4 Kerzen dabei, komplett. Das ist doch toll. Hier 3 Euro, genau, Deutschlandpreis. Ja, Set. Und da noch zum Schluss so ein Bastelpapierblock, 3 Euro. Ist sehr dick, dünnes Papier, aber so ein dicker Block ist eine Menge drin. Ich dachte erst mal steht wo, wie viel, aber hier nicht. Guck mal, wie dick. Ja. Ja, so, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüssi.